Ein paar Dutzend Stunden können den Ausgang eines ganzen Lebens beeinflussen. Und wenn sie das tun, müssen diese paar Dutzend Stunden, wie die erhaltenen Überreste einer verbrannten Uhr, aus den Trümmern wieder auferstehen und untersucht werden. Das ist die Prämisse von Arundhati Roys 1997 erschienenem Roman »Der Gott der kleinen Dinge«. In einer Stadt namens Ayamenem in Kerala, Indien, werden die zweieigen Zwillinge Rahel und Esther 23 Jahre lang getrennt. Nach ein paar Dutzend schicksalhaften Stunden, in denen ihre Cousine ertrinkt, die verbotene Affäre ihrer Mutter auffliegt und deren Liebhaber ermordet wird. Obwohl das Buch an dem Punkt spielt, an dem Rahel und Esther wieder zusammenkommen, wird größtenteils die Vergangenheit rund um die tragischen Ereignisse, die zu ihrer Trennung führten, rekonstruiert. Roys kraftvolle Sprache und meisterhafte Erzählweise brachten ihr den renommierten Booker-Preis für Der Gott der kleinen Dinge ein. In dem Roman beleuchtet sie die Kultur ihres Heimatlandes, einschließlich dessen Bräuchen und seiner Kolonialgeschichte. Einer der Schwerpunkte ist das Kastensystem, eine jahrtausendealte Einteilung von Menschen in vererbte soziale Klassen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ursprünglichen 4 mit bestimmten Berufen verbundenen Kasten in etwa 3000 Unterkasten aufgeteilt. Obwohl das Kastensystem 1950 per Verfassung abgeschafft wurde, prägt es weiterhin das gesellschaftliche Leben und grenzt Menschen aus niedrigeren Kasten systematisch aus. Im Roman haben Rahel und Esther eine enge Beziehung zu Veluta, einem Arbeiter in der Konservenfabrik ihrer Familie aus der Kaste der sogenannten Unberührbaren. Als Veluta und die Mutter der Zwillinge Ammu eine Affäre beginnen, verstoßen sie gegen das, was Roy als Liebesgesetze bezeichnet, die Intimbeziehungen zwischen den Kasten verbieten. Roy warnt davor, dass die tragischen Folgen ihrer Beziehung für immer in gewöhnlichen Dingen lauern würden, wie Kleiderbügeln, dem Teer auf den Straßen und dem Fehlen von Worten. Roy beschreibt ständig solch alltägliche Dinge und verleiht so selbst den tragischsten Momenten eine Fülle an Details. Das Buch beginnt mit der Beerdigung der ertrunkenen halbbritischen Cousine der Zwillinge, Sophie. Während die Familie trauert, krümmen sich Lilien und verwelken in der heißen Kirche. Eine Babyfledermaus krabbelt an einem Trauersari hoch, Tränen tropfend von einem Kinn wie Regentropfen von einem Dach. Der Roman taucht in die Vergangenheit ein, um die Schwierigkeiten der Figuren aufzuzeigen, sich in einer Welt zurechtzufinden, in die sie nicht so recht hineinpassen, voller politischer Unruhen. Ammu hat Mühe, nicht auf ihre geliebten Kinder loszugehen, wenn sie sich in ihrem kleinstädtischen Elternhaus besonders eingeengt fühlt, wo die Nachbarn sie verurteilen, weil sie geschieden ist. Veluta wiederum hält seine Affäre mit Ammu und seine Freundschaft mit den Zwillingen nicht nur mit seiner Arbeit in der Familie in Einklang, sondern auch in der aufkeimenden kommunistischen Gegenbewegung zur grünen Revolution von Indira Gandhi. In den 1960ern wurden mit der irreführend benannten grünen Revolution chemische Düngemittel und Pestizide in Indien eingeführt und Flüsse aufgestaut. Dies brachte zwar ertragreiche Ernten hervor, die eine Hungersnot verhinderten, aber es wurden auch Menschen aus niederen Kasten von ihrem Land vertrieben und es kam zu großen Umweltschäden. Als die erwachsenen Zwillinge nach Ayamenem zurückkehren, sind die Folgen der grünen Revolution allgegenwärtig. Der Fluss, der einst vor Leben strotzte, begrüßt sie mit einem grässlichen Totenkopflächeln, mit Löchern, wo früher Zähne waren, und einer schlaffen Hand, die aus einem Krankenhausbett ragt. Während Roy die Tiefen menschlicher Erfahrungen ergründet, verliert sie nie aus den Augen, wie sehr ihre Figuren von ihrer Zeit und ihrem Wohnort geprägt sind. In der Welt von Der Gott der kleinen Dinge wetteifern verschiedene Arten von Verzweiflung um die Vorherrschaft. Die eigene Verzweiflung kann nie groß genug sein. Der innere Aufruhr verblasst am Wegschreien des gewaltigen, gewalttätigen, kreisenden, treibenden, lächerlichen, wahnsinnigen, unerträglichen öffentlichen Aufruhrs einer Nation. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.